Herzlich willkommen zum Tutorial Dokumentenstruktur modellieren. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie die Struktur Ihres Dokuments in M-Model festlegen. Die Dokumentengenerierung ist eines der Key Benefits des CAS-Konfigurator Merlin. Nach einer vollständigen Konfiguration eines oder mehrerer Produkte haben Sie die Möglichkeit, ein Dokument zu generieren, das Daten sowohl aus der Konfiguration als auch aus externen Datenquellen enthalten kann. Das können zum Beispiel Preise oder Kundendaten aus einem CRM-System sein. Schauen wir uns dazu eine Grafik an, die das Zusammenspiel der einzelnen Module des CAS-Konfigurator Merlin näher erklärt. In M-Model werden Dateien, Regeln und Merkmalselemente erstellt. Anschließend wird der Arbeitsbereich auf den Server hochgeladen. Der Server besteht aus zwei Modulen, das M-Core und das M-Doc. M-Core generiert die Regelwelt für die Konfiguration. Auf Grundlage der hochgeladenen Regelwelt werden die Produkte auf der Weboberfläche M-Sales konfiguriert. Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, kann der Benutzer die Dokumentengenerierung anstoßen. Das Modul M-Doc ist für die Dokumentengenerierung zuständig. Mit M-Doc können Sie Dokumente im DocX-Format oder im PDF-Format generieren. Dabei werden alle benötigten Werte aus der Konfiguration in das Dokument übernommen. Das Dokument steht anschließend als Live-Vorschau und als Download bereit. Kommen wir zur Modellierung der Dokumentenstruktur. Um in M-Model die Dokumentenstruktur festzulegen, benötigen wir zuerst einmal sogenannte Textbausteine. Textbausteine sind sprachunabhängige Dateien in M-Model, die wiederum mit einem Word-Dokument je Sprache verknüpft werden können. Das bedeutet, in M-Model wird zwischen der Dokumentenstruktur und dem Dokumenteninhalt unterschieden. Der Vorteil hierbei: Die Dokumentenstruktur müssen Sie nur einmal modellieren und können diese für mehrsprachige Dokumente wiederverwenden. Am besten lässt sich das anhand eines Beispiels erklären. Lassen Sie uns gemeinsam ein einfaches Angebotsdokument modellieren. Im ersten Schritt legen wir fest, aus welchen Abschnitten unser Dokument bestehen soll. Zum Beispiel könnte unser Dokument aus 3 Abschnitten bestehen. Abschnitt 1, das Anschreiben mit einer kurzen Angebotsübersicht. Abschnitt 2, eine Produktbeschreibung mit einer detaillierten Konfigurationsübersicht. Und Abschnitt 3, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB. Für jeden dieser Abschnitte erstellen wir einen entsprechenden Textbaustein in M-Model. Dazu rechtsklicken wir auf eine freie Fläche im Navigator und suchen im Kontextmenü nach dem Eintrag Textbausteine. Im Assistenten wählen wir den Ordner, in dem wir den Textbaustein erstellen möchten. In meinem Arbeitsbereich ist das der Ordner Textbausteine. Da unser erster Abschnitt das Anschreiben ist, nennen wir den Textbaustein Anschreiben. Jetzt erstellen wir die restlichen Textbausteine Produktbeschreibung und AGB. Für jeden Abschnitt unseres Textdokuments haben wir einen Textbaustein erstellt. Nachdem wir die benötigten Textbausteine erstellt haben, müssen wir den Textbausteinen Word-Dokumente zuweisen. Diese Zuweisung erfolgt in der Textbaustein-Zuordnungstabelle. Wie auch die Textbausteine wird die Textbaustein-Zuordnungstabelle im Navigator erstellt. Rechtsklick auf eine freie Fläche im Navigator und im Kontextmenü den Eintrag Textbaustein-Zuordnungstabelle anklicken. Den Namen eintragen und fertigstellen. Die Word-Dokumente, die ich zuweisen möchte, befinden sich schon in meinem Arbeitsbereich. Sollten Sie keine Spalten in der Textbaustein-Zuordnungstabelle sehen, müssen Sie zuvor in der M-Core-Konfiguration die verfügbaren Sprachen festlegen.
Wenn Sie das schon getan haben, müssen Sie in der Textbaustein-Zuordnungstabelle nur noch über die Schaltfläche Sprachen verwalten, die Sprachen aktivieren. Um die Zuordnung zwischen Textbaustein und Word-Dokument herzustellen, ziehen wir erstmal den Textbaustein Anschreiben in die Textbaustein-Zuordnungstabelle. Das erzeugt eine neue Zeile in der Tabelle, in der wir jetzt das zugehörige Word-Dokument in die Spalte Deutsch reinziehen und somit dem Textbaustein ein Word-Dokument zuweisen. Wenn Sie ein neues Word-Dokument erstellen und zuweisen möchten, rechtsklicken Sie in die Zelle der entsprechenden Sprache und wählen Sie im Kontextmenü Neues Word-Dokument erstellen und hier zuordnen. Wir wiederholen den Schritt für die Textbausteine Produktbeschreibung und AGB. Wir haben jetzt alle benötigten Textbausteine und eine Textbaustein-Zuordnungstabelle erstellt. In der Textbaustein-Zuordnungstabelle haben wir jedem Textbaustein ein Word-Dokument zugewiesen. Damit wir jetzt unser Angebot in M-Sales generieren können, müssen wir noch eine Dokumentenart erstellen. Die Dokumentenart ist eine Art der Unterteilung von Dokumenten nach thematischem Inhalt und Verwendungszweck. In der Dokumentenart können wir festlegen, aus welchen Textbausteinen das Dokument, also in unserem Fall das Angebot, bestehen muss. Der Name der Dokumentenart ist in M-Sales sichtbar. Wir erstellen im Navigator die Dokumentenart Angebot. Wir haben 3 Abschnitte in unserem Dokument festgelegt: das Anschreiben, die Produktbeschreibung und die AGB. Die entsprechenden Textbausteine ziehen wir jetzt aus dem Navigator in die Dokumentenart. Achten Sie auf die Reihenfolge der Textbausteine in der Dokumentenart. In dieser Reihenfolge werden die Textbausteine in das Angebot eingefügt. Die Reihenfolge der Textbausteine können Sie nachträglich ändern, indem Sie auf die Zeilennummer rechts klicken und dann den Textbaustein nach oben bzw. nach unten verschieben. Als letzter Schritt müssen wir noch die Wiederholung der Textbausteine anpassen. Das Anschreiben und die AGB sollen nur einmal pro Dokument eingefügt werden, also stellen wir die Wiederholung auf einmal pro Dokument. Da die Anzahl der Produktbeschreibung von der Anzahl der konfigurierten Produkte abhängig ist, stellen wir die Wiederholung des Textbausteins Produktbeschreibung auf einmal pro Angebotseintrag. Einmal pro Angebotseintrag bedeutet, dass der Textbaustein für jede Produktposition in M-Sales einmal eingefügt wird. Wenn wir 3 Produkte konfiguriert haben, wird für jedes dieser 3 Produkte der Textbaustein Produktbeschreibung eingefügt. Der Inhalt der Produktbeschreibung wird durch die Konfiguration und der Verwendung von Platzhaltern bestimmt. Dazu mehr im Tutorial Dokumenteninhalt modellieren. Fassen wir kurz zusammen, was wir bisher gemacht haben. Wir haben Textbausteine erstellt. Und diesen Textbausteinen haben wir in einer Textbaustein-Zuordnungstabelle entsprechende Word-Dokumente zugeordnet. Zum Schluss haben wir dann die Dokumentenart Angebot erstellt. In der Dokumentenart haben wir dann die erstellten Textbausteine als Dokumentenbestandteil festgelegt und die Wiederholung angepasst. Nachdem wir unsere Grundstruktur modelliert haben, möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Textbausteine in Abhängigkeit einer Auswahl in Ihr Dokument einfügen. Also, folgenden Sachverhalt möchte ich modellieren. Wenn der Elektrowagen gewählt wurde, soll in der Produktbeschreibung ein weiteres Dokument eingefügt werden, das Hinweise zum Laden von einem Elektrowagen enthält. Um den Sachverhalt in M-Model abzubilden, erstellen wir den Textbaustein Hinweise Elektrowagen. Danach nehmen wir die Zuweisung zu dem Word-Dokument in der Textbaustein-Zuordnungstabelle vor, in der wir auch unseren anderen Textbausteinen die Word-Dokumente zugewiesen haben. Das Word-Dokument habe ich schon in meinem Arbeitsbereich abgespeichert. Da das Dokument in die Produktbeschreibung eingefügt werden soll, öffnen wir anschließend die Regeldatei des Textbausteins Produktbeschreibung.
Wir ziehen aus dem Navigator das Produkt Elektrowagen auf den Editorbereich. Aus der Palette ziehen wir dann den Operator inkludiert auf die rechte Kante des Produkts. Die beiden Elemente werden automatisch miteinander verbunden. Jetzt brauchen wir nur noch den Textbaustein, der in die Produktbeschreibung eingefügt werden soll. Der Textbaustein Hinweise Elektrowagen befindet sich ebenfalls im Navigator. Also ziehen wir den Textbaustein auf die rechte Kante des Operators inkludiert. Um in unserem Angebotsdokument festzulegen, wo das Dokument mit den Hinweisen exakt eingefügt werden soll, benötigen wir den Platzhalter. Um diesen Platzhalter der modellierten Regel eindeutig zuzuschreiben, müssen wir die Regel noch benennen. Dazu rechtsklicken wir auf den Operator inkludiert und wählen im Kontextmenü den Eintrag Editieren. Wir nennen die Regel Hinweise-Elektrowagen. Der Regelname darf keine Leerzeichen enthalten. Diese Modellierung können Sie auch anwenden, wenn bei der Auswahl einer Ausprägung oder eines Merkmals ein Textbaustein eingefügt werden soll. Ersetzen Sie das Produkt auf der linken Seite der Regel einfach mit der Ausprägung oder dem Merkmal. Um unser Ergebnis zu testen, laden wir jetzt unsere Regelwelt hoch. Ich lade meine gespeicherte, vollständige Konfiguration und wie Sie sehen können, ist die Schaltfläche zum Generieren eines Dokuments freigeschaltet. Die Schaltfläche bleibt so lange ausgegraut, bis die Konfiguration vollständig abgeschlossen ist. Wenn wir jetzt auf die Schaltfläche klicken, öffnet sich der Dialog zur Dokumentengenerierung. Hier sehen wir den Namen unserer Dokumentenart Angebot. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, zwischen einem Word-Dokument und einem PDF-Dokument zu wählen. In einem weiteren Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie den Dokumenteninhalt mit Hilfe von Platzhaltern modellieren können. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Modellierung Ihrer Dokumentstruktur. Bis zum nächsten Tutorial.